Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück bei The Beginner's Guide. Und ja, Folge 3 sind wir schon. 2 Folgen haben wir jetzt überstanden. Spielen jetzt so 40 Minuten, sind jetzt Kapitel 8 Notizen, April 2009. Und ja, haben jetzt ein bisschen mehr über den Coda erfahren, was denn ihn so ein bisschen ausmacht. Er schien oder scheint ein sehr einsamer Mensch zu sein oder war ein einsamer Mensch. Vielleicht hat er jetzt viele Freunde, keine Ahnung. Und wir sind jetzt gerade in einem Spiel drin, wo er halt gesagt hat, ja, es wird Internet verbunden, du kannst Notizen hinterlassen und ganz viele andere Spiele, alle Notizen, die hier sind von Spielen hinterlassen. Was aber eigentlich gar nicht so ist, sondern Coda hat alle selbst geschrieben, die ganzen Notizen. Und ich muss sagen, ich muss den Sound, glaube ich, noch ein Stück leiser drehen. Es ist so verdammt laut. Ich lasse es jetzt mal so. Ich hoffe mal, ich weiß, ich muss dann gucken, wenn ich die Folgen zusammenschneide, wie dann der Sound ist. Ja, jedenfalls sind wir jetzt Kapitel 8 Notizen und wir hatten in der letzten Folge wieder das Rätsel erlebt, haben zum ersten Mal Dialogoptionen erlebt. Mit einem riesigen Gefängnis, wo wir hätten eine Stunde eingesperrt sein können, wenn der nette Erzähler uns hätte nicht rausgelassen. Und ja, jetzt. Nein! Nee. Hä? So, Leute, kurzer Cut und wir sind wieder hier. Der Erzähler spricht gerade noch ein bisschen. Ich hoffe jetzt mal, das Spiel nicht wieder crasht, weil ich habe jetzt. Ja gut, der Erzähler muss noch ein bisschen reden. Wir gehen jetzt einfach mal weiter. Denn ich habe jetzt zweimal wieder bis hierher gespielt und beide Male das Spiel wieder zusammen gecrashed. Ich hoffe jetzt einfach mal, es crasht nicht wieder zusammen. I think this is why I always liked Coda's games so much, is because it felt like they let me have that connection. I felt as though he was inviting me personally into his world. And then I feel less lonely too. So, das haben wir jetzt schon gehört. Sind wir direkt vorm Gemälde. Ja, tun nicht so, als ob. Ja, ich hoffe jetzt einfach mal, das Spiel crasht nicht nochmal. Ansonsten müssen wir vielleicht nochmal einen Patch raushauen. Da muss ich sagen, ganz ehrlich, ist es zwar ganz cool bisher das Spiel, aber ihr solltet jedenfalls dafür sorgen, dass das Spiel läuft. Das wird runterlaufen, jetzt kommt er nicht wieder zurück. Oh. Teufelturm Stern. Ach, was Leute hier gesehen haben vielleicht? Wer seid ihr alle? Irgendwann was, streben wir alle? Sterben wir alle. Hör auf so zu tun, als wärst du jemand anderes. Spoiler Alert, das heißt alles nichts. Blumenkohl prägt unsere Nation. Schon wieder Blumenkohl prägt unsere Nation. Nun sieht man nur kleine Punkte. Ich glaube, es geht darum, wie aus der Nähe alles nach Chaos sieht und aus der Ferne perfekt. Ich versuche zu sprechen, das geht, alles cool. Wer das hier gemacht hat, hat echt Probleme. Kunst. Ja, Leute, was seht ihr in dem Bild? Schreibt in die Kommentare, Leute, was seht ihr in diesem Bild? Was sehe ich in diesem Bild? Dutzende Punkte. Ich sehe ein kleines Mannequin. An einer Stelle. Und sonst ein bisschen was wie ein riesiger Wurm aussieht. Sagt selbst, was seht ihr in diesem Bild? Teufelturmstern, schon wieder. Hat er einfach irgendwann Copy-Paste gemacht? Irgendwann fühle ich mich vielleicht mal echt. Wenn man bedenkt, dass er das alles selber gemacht hat. Er war er selbst. Das Schrecklichste, wie man sich vorstellen kann. So, hier bin ich. Ja, das sind wir alle. Es muss aber einen Grund geben. Das ist die Sache. Muss ein Spiel mal einen Grund haben? Schreckliches Game war sehr gut gehütet. Ich habe das Spiel geschafft. Ja, wenn es mal nicht crasht. Mehr Räume. At the end of this level, we're going to see the puzzle again. And here, I'll tell you what I think the puzzle means. Each of these games represents an idea that was on Coda's mind at the time that he was making it. And the puzzle is a way of closing the door on a previous chapter of his life before moving on to the next one. Was soll das Flüstern jetzt? Das räuspert sich auch noch. Achso, nach dem Motto, da schon wieder die 3 Punkte. Schon wieder die 3 Punkte.
In each of his games, after exploring a theme that, he might find difficult, Coda can then place this puzzle that he knows has a reliable solution, he understands exactly how it works, and so it gives him a simple mechanism for moving on. And because there's this dark area between the doors, a space between spaces, before you move on, you get to pause. Just for a moment, a few seconds to reflect on and let go of the events that led you here. To step back and connect the pieces together. To grasp at that elusive bigger picture. Tja. Kann man natürlich so sehen, ja. Schreibmaschinen. Ich schreibe mir diese Notiz. Ach so, verstehe. Alle Spieler, die halt geschrieben haben, nach dem Motto. So schwer. Sprich. Pornostars leben nicht ewig? Okay, this one is tough. It's gonna kinda just spin its own wheels for a few minutes. Hang with it. Er war ein paar Minuten die Räder drehen, was? Ah, okay. Also echte Bilder eingebaut und auf immer wieder so eine schöne Landschaft, oder? Ein Brunnen. Huch. Okay. Schick. Könnte eine Designerwohnung sein. Das mit den Notizen fand ich gerade sehr, sehr cool, muss ich sagen. Bis jetzt läuft das Spiel auch noch, das finde ich auch sehr schön. Ich hoffe, die Aufnahme läuft jetzt auch nicht, dass ich jetzt was für Aufnahme falsch gemacht habe. Ach nee, und jetzt sind wir unterm Brunnen. See, like, this is it. The whole game. And there's nothing that's particularly interesting about it. You just walk to the end of a hallway. Except, for some reason, Coda gets really fixated on this prison that has all of this modern furniture. And I don't know why, but he decides he needs to revisit this prison. He's gonna start over, use the same assets, turn it into something else. Okay, cool. Here's version 2. Huch! Ich habe mir so in die Raummitte. Okay, schau mal ein großes Loch in den Boden. So, von einem Pferd. Ich hätte ja gerne Waschmittel. 10 Öfen, eine Reihe an der Wand. Hey, er macht da einfach... Darin ist ein ganzes Panorama an der Decke, damit aufs Licht reinkommt. Ich denke da an ordentliche 15 LED-Einbaustunden für uns in Land. Wir stellen Tesla-Spulen in jede Ecke. Cool. Ein Dachfenster wäre auch cool. Er macht einfach selber. Das steht doch schon da. There's a bit more to this one, but still, it's not really communicating anything. It's kind of just weird for weirdness' sake. What the fuck? So, okay, he throws it out and starts over. This time he comes at the prison idea from a different direction. Hallo, bitte geh vorwärts. Dann kommst du aus jedem Gefängnis heraus. Also genau, vergiss keinen Schritt. Das heißt, musst du auf diesen Tisch klicken. Jetzt geht's um Fotorahmen, dreh ihn leicht nach rechts. Schon wieder 3 Punkte! Mal, dreh ihn leicht nach rechts.
Ich stehe dann diesen Raum aus und wieder ein. So links so verrückt ist ein bisschen. Das wäre von wegen der Spieler macht nur das. Nur noch die Regale. Ein echten Gefängnis ist der Flucht in die Frage. Geh zurück zum Anfang, um wieder zurück in dein Gefängnis gebracht zu werden. Diese 3 Punkte. Was meint er mit diesen 3 Punkten? Ah, ich kann ducken. Zurück. Okay. Huch! And of course, now the table is gone and you can't begin the chain of events to escape. Ach, wie gemein. Here's a version where there are no bars, but you can't actually get to the well. And then a version where the inside of the prison is the outside and the outside is the inside. Ugh. Let me just blink you real quick through a few more of these. I mean, he really unloaded on this prison idea. There's nearly a dozen of them. Personally, I think it's awful to watch this. To see a person basically unraveling through their work. Ja, vor allem, And for what? Like, at what point do you just go, maybe there are game ideas other than this prison that I could be working on? But Coda doesn't have that voice telling you to stop. That particular mechanism of defense against yourself. Without it, you just spiral. And so he keeps going and going and going and going and going, and then he hits on something. And he likes it. And that's it. He's done. He stops making prisons. This is the very last version of the prison game that he created. And the reason I think it works is that the prison is not actually in it. Okay. Und jetzt habe ich vergessen, den Timer zu stellen. Ich mache jetzt einfach mal 15 Minuten noch. So. Alles ist dunkel hier. Man kann nichts erkennen. Häuser. Und wieder eine Stehlampe da hinten. Und eine Telefonzelle. Er mochte echt diese Stehlampe. Kann ich einfach hier langlaufen? Nein, okay. Kann mich nicht bewegen. Hallo, wer ist das? Hey, ich bin's. Ich bin du nach der Flucht im Gefängnis. Du bist ich? Du warst also auch in diesem Gefängnis gefangen? Ja, ich war in dem Möbellabyrinth. Ja, ich war im Fluchtlehrgang. It's a conversation. Ja, ich war im And so Rückwärtsgefängnis. this is what Coda wants, is to be able to talk to someone, to share what's on his mind, and to get some good advice from someone who knows. But the irony is that even in this scenario, you're still talking to yourself. You know, all of these games so far are Coda talking to himself. Ja. Oh, guck mal, Rückwärtsgefängnis, Fluchtlehrgang, Möbellabyrinth, das sind alles Sachen von anderen Spielen. Also er bezieht sich in verschiedenen Spielen auf Spiele, die er bereits programmiert hat vor einer Weile. Da bin ich jetzt gerade. Also, dass ich hier irgendwann rauskomme. Wie ist es, frei zu sein? Hab ich schon vergessen, wie es war eingesperrt. Möglicherweise findest du das Gefängnis das nicht. Sich gleichzeitig wild bewegt. Willst du schon was? Manchmal mache ich mir Sorgen, dass ich rauskomme und alles noch genauso ist, wie es vorher war. Nein, ich bin immer noch dieselbe Person wie damals. Es ändert sich, es fühlt sich wie eine neue Person an. Gut. Das ist gut zu hören. Das freut mich wirklich sehr. Ich bin immer noch ich, irgendwie aber auch nicht. Das lässt sich schwer beschreiben. Diese Person zu sein, die du gerade bist, das wird dich Stimme anhalten. Ich meine, wenn du ich bist, hast du dann da drin einen Anruf von einer anderen Version von dir selbst bekommen? Ja, ich wurde angerufen, so bin ich gekommen. Was haben sie dir gesagt? Was musst du tun, um rauszukommen? Sie haben nur gesagt, dass ich mir ernst sein muss. Sie haben mich gefragt, was ich davon halte, gefangen zu sein. Sie haben nur eine Weile mit mir geredet. Was? So bist du freigekommen? Wie funktioniert das?
Das kannst du nicht wissen, bevor du draußen bist, aber es funktioniert ehrlich. Sag mir einfach, wie du dich fühlst. Sag, das wird alles einen Sinn ergeben. Okay, ich fürchte mich davor, dass sich nichts ändern wird. Weiter. Hä? I can see why he considers this a fitting conclusion to the prison games. After all of the obsession and frustration, just to be told by someone you can trust that things are going to be okay. Wouldn't that be nice? Tja, irgendwie schon. Es war ein Selbstgeschwunden So what selbst. would it look like if Coda wanted to make a game about talking to someone other than himself? Okay. Sind wir anscheinend in der Polarregion? Da ist schon wieder die Tür. Sein Rätselchen. Wow. To me, this environment is meant to represent Coda's puzzle, with the two doors on either side and a dark transitional space between. Ein wenig. Nur halt anders verpackt. Oh, ich hab was daneben gekippt. Ich muss auch sagen, ich find's cool, wenn er mit den Geräuschen auch so rumspielt und so. Huch! Meine Güte, ich kann dir gar nicht sagen, wie froh ich bin, dass du da bist. Ich dachte schon, ich müsste das ganze Haus alleine putzen. Das wäre eine Elendsarbeit geworden. Hier weiß, dass es alleine länger dauert. Mach dir keine Gedanken, ansonsten bleibe ich gerne die ganze Nacht. Zusammen geht's schon, dann müssen wir das. You'll notice that the quality of the art is a step up from previous games, including this new and improved chat system, which he started using from this point on. From here on out, he begins putting much more effort into the visual polish of his work, and this particular game took 2 months to create as a result. Okay. Ich mach das hier fertig und in der Zwischenzeit kannst du den Tisch abräumen. Okay. Gleich wie schön, so muss der Tisch aussehen. Gehst du jetzt bitte ins Schlafzimmer und machst das Bett? Ich finde die Musik voll schön. Ist hier Schlafzimmer? Nee. Irgendwie finde ich das gerade voll schön mit der Musik, dieses schöne Haus. Zack. Sind wir nicht ein bisschen gerade, wenn du da drin bist. Ups. Die kann ich erzählen. Das ist ja irgendwie das Wichtigste. Das und ein ordentliches Sofa. Könntest du mir die Sofakissen in Ordnung bringen? Ja, klar, mache ich. Zack. Hey, da drüben beim Sofa scheint jemand was zu schützen haben. Kannst du das aufwischen, wenn du schon dort bist? Ups. Kein Problem. Darf ich mal ganz persönlich Käse verraten? Ist das in Ordnung? Käse ist immer gut. Was denn? Was? Das war ein Witz? Nein. Nein, das war blöd. Tut mir leid. Egal. Hey, das Geschirr muss abgespült werden. Warum benutzt du das nicht? Putz, 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 putz. Ich glaube, die Wanne muss mal wieder geputzt werden. Wie wär's, wenn du dich darum kümmerst und sie ordentlich sauber machst? Muss nicht perfekt sein. Wir sind alle nur Menschen. Aber ich muss gerade sagen, ich finde das gerade wirklich faszinierend, wie er halt wirklich mit so minimalistischen Mitteln irgendwie dafür sorgt, dass ich mich wirklich wohlfühle einfach. Das ist faszinierend. Ups. Bücher auf dem Boden herum, ja, kannst du bitte ins Regal einräumen. Ja klar, mache ich. Ups. Perfekt. Nun denn, warum kommst du nicht und räumst das Geschirr ab? Hä? After the intense set of prison games, this house cleaning level almost feels like cleansing. Ja, genau. It's the moment after a particularly difficult or traumatic experience where you just need to let it sit and digest inside of you, and eventually cohere into something meaningful. Ein Hausputz nicht ein, wie machst du das? Schätzchen, lass dir was sagen. Wie schwierig der Hausputz ist, liegt allein an dir. Wenn es dir zu schwer fällt, sollst du dich vielleicht ein besser vorbereiten, bevor du zur Arbeit erscheinst. Ha, wieder eine meiner Gardinenpredigten. Na klar. Mach jetzt keinen Kopf. Bring erstmal den Teppich in den Schlafzimmer in Ordnung. I know that Coda really liked this game.
Of all of his work, actually, this was the only one that he called me up to ask me to come over and look at it. Ach, okay. This was during a period of a few months where he was like grossly happy all the time. Just walked around with a constant smile on his face. Süß. Ich habe gesagt, ich wollte dir einen persönlichen Käse verraten. Du wolltest sagen, dass das Haus eines Menschen wie seine Seele ist. Wenn man gut darauf aufpasst, behütet er es einen auch gut. Weiß nicht, warum mir das so komisch vorkam. Steht so, das sagt man ja nicht zu jedem, den man gerade erst kennengelernt hat. Hast recht, das ist ziemlicher Käse. Ist das wahres Zahl, meinst du nicht? Wie dem auch sei. So. Putzen. Lass uns weitermachen. Die Bücher, bringst du bitte die Bücher in Ordnung? Okay. Aha. Zack. Ja, total durcheinander. I'm glad he made this. I'm glad he found some peace. Frage. Macht dir das Spaß? But, of course, it can't last. The music stops, your companion is gone, it's time to leave. The door at the top of the hill is now open as well. Again, you can't stay in the dark space for too long. You just can't. You have to keep moving. It's how you stay alive. Tja, das ist wohl wahr. Man muss sich immer wieder weiter bewegen. Oh, schade. Das war gerade voll schön, muss ich sagen. Wow. Krass. So minimalistisch und trotzdem aber so wirkungsvoll. Cool. Und seine Straßenlampe. Laterne. Which is the whole point of the puzzle doors, right? That sooner or later you have to pick up and move. I really thought that was the point of it. Die Rätseltüren sind eher alles, was sie lieben, zum Vorzugspreis. This one gets a bit goofy. Huch! Ach Gott, Uni. Ja. Du musst heute herkommen, um dein Leben zu verbessern, um dich beruflich zu verbessern. Meine Beziehung zu vertiefen? Nein. Du bist gekommen, weil du perfekt werden möchtest. This workshop is going to teach you how to be perfect. Ich möchte, dass dich deine Freunde, die Menschen in deinem Leben ansehen und denken, wow, diese Person ist ein besserer Mensch als ich. Also gut, über welche Person in deinem Leben denkst du das? Welche Person kennst du, die so perfekt ist, dass du für dich selbst nur noch Abscheu empfindest? Im Vergleich zu wem fühlst du dich unnütz? Egoistisch, undankbar. Ich werde dich in eine solche Person verwandeln. Was? Perfection is within your grasp. Und die Frage ist nicht, wie wir das schaffen, sondern wie wir das mit möglichst wenig Aufwand schaffen. Das ist einfach. Das ist so einfach. Das ist so einfach. Perfektion geht ganz ohne Aufwand. What the fuck? Was? And you play as the teacher. And suddenly, you discover that your teacher is just as bigoted and afraid as you are. Oh, and also you can move around the classroom now. What the fuck? What the fuck? Was? Das ist Schlüssel. Wie schaffe ich es ganz ohne Mühe? Auf dem Weg zur Arbeit habe ich einen Senioren gesagt, endlich mal etwas. Kinder sollten nicht ihren Träumen folgen. Ich schaffe es ganz ohne Mühe. What the fuck? Ich hoffe, dass meine Professoren in meiner Uni nicht die ganze Zeit denken, dass hinter den Studenten ein riesiges schwarzes Loch ist, das alles einsaugt. Oh mein Gott. Ach du Scheiße. Was? Ich sage nur eins, wenn es nicht wehtut, ist es nicht die richtige Lösung. Ich liebe dich ja noch, aber du lässt mich trotzdem kalt. Es muss schrecklich sein, so alleine zu sein. Wer sich quält, die richtigen Lösungen zu finden, der macht es nicht richtig. Gott sei Dank halte ich mich für alle weise und intelligent, trinken richte mein Leben keinen Schaden an. Das bedeutet nicht, dass du glücklich sein kannst, wenn du mich liebst. Das ist doch für dich. Die einzige wichtige Frage ist, was ist der einfachste Weg nach vorn? Mir wächst ein Geschwür eklig. Ah, war nur ein Scherz. Wer will hier nach ein bisschen Ecstasy nehmen? Es gibt keine Wahl, es gibt keinen Weg.
Okay. Was, wenn ich kein guter Lehrer bin, tu was am einfachsten ist für, oder was war es? Oh nein, Leute, da hinten kommt irgendwas aus dem Raum heraus. Vorsicht. Achso, ich verstehe. Das Gelbe ist sozusagen wirklich das, was der Lehrer sagt, oder Professor. Und das Grau ist das, was er denkt. Es wird dich zerstören. Alle weg, schnell. I felt pretty hard for this one. I feel like it's one of the most relatable experiences that you Ja, das ist schon geil. to assume that some other person is perfect and totally fulfilled in every way and completely miss all of the little flaws that make them painfully human. I think about this game a lot these days. Das ist cool. Eine coole Idee. Okay, aber This one took a lot longer than all the others for Coda to make. It was 4 months between this and the last one. That's twice as long as it took him to make any other game before this, and it's not like it's particularly complex, so I remember I found that a little strange at the time. okay. Und das Spiel ist abgestürzt. Verdammt nochmal. Warum stürzt das Spiel denn immer ab? Das ist, ja, okay. Leute, das war die 3. Folge von Beginners Guide. Sehr beeindruckend bisher. Wenn das Spiel nicht dauernd abstürzen wird, zum Glück haben wir gerade das neue Kapitel gestartet, das ist also kein Problem. Ja, deswegen würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, euer TheRamen. Schreibt in den Comments, was ihr davon hält. Und